Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Hier im Kölner Zoo gibt es ein ganz besonderes Highlight. Und das ist der Elefantenpark, der größte und modernste seiner Art ist nördlich der Alpen. Hier leben 14 asiatische Elefanten auf rund 20.000 Quadratmetern. Am 17. Juni 2020 kam Lev Marie zur Welt. Sie ist das 12. Jungtier, das hier im Elefantenpark geboren worden ist, was auch zeigt, wie erfolgreich die Zucht dieser Art hier in Köln funktioniert. Das Elefantenbaby Lev Marie ist die Tochter von Shutu Tsar und Bindu. Vor 150 Jahren hatte der Kölner Zoo das erste Mal einen Elefanten. Seitdem hat sich viel getan und die jüngste Modernisierung war der Bau dieses Elefantenparks. Am 11. September im Jahr 2004 kam Bindu als einer der ersten Bewohner in den damals neu errichteten Elefantenpark. Mit 3,15 Meter Schulterhöhe ist er der größte asiatische Elefant in ganz Europa. Elefantenkälber wie Lev Marie werden die ersten 2 Jahre lang gestillt. Wenn Lev Marie irgendwann mal ausgewachsen ist, dann frisst sie 150 Kilo ungefähr am Tag und braucht dafür 17 Stunden des gesamten Tages, um diese Futtermenge zu sich zu nehmen. Allerdings verwerten Elefanten von dieser ganzen Futtermenge nur 40%. In der Natur brauchen die Elefanten natürlich riesige Flächen, um diese 150 Kilogramm zu sich zu nehmen und wandern deshalb sehr stark. Hier im Zoo ist das gar nicht nötig, weil sie alles an einem Ort bekommen. Aber natürlich in der Natur ist es so, dass dieser Wanderbedarf, den die Tiere haben, zu dem sie ja gezwungen sind, um nicht zu verhungern, dass der es natürlich wichtig macht, die Lebensräume dieser Tiere umfassend und großflächig zu erhalten. Durch diese Wanderungen und weil sich Elefanten natürlich nicht an die Grenzen von Schutzgebieten und Nationalparks halten, kommen sie auch immer wieder den Menschen ins Gehege. Das hat für beide Seiten sehr verheerende Auswirkungen, denn einmal zertrampeln sie eben nicht nur Felder und zerstören so auch die wirtschaftliche Grundlage von Menschen, sondern es sterben auch Menschen bei diesen Tier-Mensch-Kontakten. Gleichzeitig allerdings sterben auch Elefanten im Rahmen dieser Tier-Mensch-Kontakte. Und hier ist genau da, wo der Kölner Zoo anfängt, diese Art auch aktiv zu unterstützen. Der Kölner Zoo unterstützt aktiv eine Wiederauswilderungsstation. Die hat verschiedene Tätigkeitsbereiche. Einmal kümmert sie sich um die medizinische Versorgung und Fütterung von verletzten oder verwaisten Elefanten. Zum Dritten werden Elefanten rehabilitiert und können dann in einer eigens dafür zusammengestellten Herde auch wieder ausgewildert werden. Diese Elefantenherden, die dann ausgewildert werden, werden mit Radiohalsbändern überwacht. Und zuletzt kümmern sie sich um die Errichtung von Korridoren für die saisonalen Wanderungen der Elefanten. Somit unterstützt der Kölner Zoo aktiv den Natur- und Artenschutz, der natürlich diesen Elefanten primär zugutekommt. Und Lev Marie und ihre Familie sind da ganz wichtige und besondere Botschafter für diese Arbeit. Denn diese Arbeit ist sehr wichtig aus dem einfachen Grund, weil es genau solche Projekte braucht, um Elefanten vor dem Aussterben zu bewahren. Denn in Asien steht es um die Elefanten nicht sehr gut, besonders um die wilden Elefanten. Die Elefanten in Menschenobhut dort leben bereits ungefähr so lange in direktem Kontakt mit den Menschen, wie wir es mit den Pferden tun. Aber eben die letzten verbliebenen wilden Elefanten brauchen ganz aktiven Schutz und genau dazu braucht es die aktive Arbeit von Zoos und Aquarien. Somit sorgt Lev Marie zusammen mit ihrer Familie für den Erhalt dieser wunderbaren Tiere, damit auch in der Zukunft wir Elefanten nicht nur im Zoo, sondern eben auch in der Natur bewundern können. Dabei sind die Elefanten aber nicht nur Botschafter ihrer eigenen Art, sondern auch ihres Lebensraumes. Denn Elefanten kann man nicht isoliert schützen. Wenn man Elefanten schützen will, muss man die gesamte Fauna und Flora ihres Lebensraumes schützen. Somit sind diese Elefanten, die wir hier in Köln sehen, ganz, ganz wichtige Botschafter für einen sehr umfassenden Ansatz.
Und um Elefanten wirksam schützen zu können, braucht es eben sowohl die Projekte in situ, also im Lebensraum direkt, als auch die Projekte ex situ. Die Verbindung und dass das Hand in Hand funktioniert, so wie das Köln hier ganz besonders gut zeigt, die nennt die IUCN, also die Weltnaturschutzunion, den One Plan Approach. Und der wird hier in Köln gelebt und dafür sind die Elefanten, die natürlich auch die Wappentiere des Kölner Zoos sind, ganz, ganz wichtige Botschafter und ganz, ganz wichtige auch Anziehungspunkte für Besucher, dass sie sich mit diesen Themen auch aktiv beschäftigen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.